Hier ist der Flo aus der Zukunft. Ich habe mir die Frisur jetzt schon gemacht mit diesem wunderbaren Produkt. Wie ihr sehen wollt, wenn ihr sehen wollt wie, dann bleibt einfach dran. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem wann ihr einschaltet. Hier auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal herzlich willkommen. Ich bin der Flo und ich werde euch heute eine Pomade wieder vorführen. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, schaut euch gerne mal ein bisschen um. Hier gibt es lauter Produktreviews, auch ein paar Tipps und Tutorials und auch Markenüberblicke über Marken, die wir bei uns im Sortiment haben. Also nehmt euch, wenn ihr Bock habt, gerne mal ein bisschen Zeit und dann könnt ihr euch gerne mal hier so ein bisschen unsere Videos angucken. Aber ich komme jetzt gleich zum Thema, nämlich welche Pomade werde ich heute reviewen. Ganz neu von der Marke Suavecito, die Hybrid-Pomade. Suavecito ist ja vor allem für die Gelpomaden sehr bekannt. Gibt ja auch Clay, aber auch eine Mattpomade. Und die sind bis aufs Clay alle wasserbasiert. Das Clay war die erste ölbasierte von Suavecito. Und sie haben ja noch so eine richtige Oldschool-ölbasierte rausgebracht, die mit dieser schönen geprägten schwarzen Dose. Und was noch im Sortiment gefehlt hat, ist einfach der Hybrid aus beiden, nämlich eine wasserbasierte Pomade und eine ölbasierte Pomade vereint sozusagen, ergibt dann eine unorthodox wasserbasierte Pomade und das ist jetzt diese Hybrid-Pomade. Wobei, gab es nicht von Suavecito schon auch immer eine UWB, eine unorthodox wasserbasierte Pomade? Ja, die Premium-Pomade oder Premium-Blends-Pomade, wer die kennt, schaut von der Optik her komplett anders aus, die ganzen anderen Suavecito-Produkte. Gut, vielleicht bis auf die Oil-Based, schauen ja so aus mit diesem weißen Kunststofftiegel mit dem Skelettkopf drauf, der jetzt hier ja komplett drauf fehlt. Und jetzt haben wir uns gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden unorthodox wasserbasierten Pomaden? Und ich sage es gleich vorweg, der Unterschied ist nicht sehr groß. Ein Main-Unterschied ist tatsächlich die Dose. Ich kann euch auch mal kurz den Inhalt zeigen. Der hat nämlich auch eine leicht andere Farbe. Die von der neuen UWB ist deutlich weißer, die ist so leicht gelblicher. Und wenn man die Inhaltsstoffe anguckt, stellt man eigentlich auch keinen großen Unterschied fest, wenn nicht sogar eigentlich überhaupt keinen. Wir haben ja drin natürlich jetzt allererstes Wasser, dann einen Emulgator, dann haben wir Vaseline, das heißt, da kommt dann die Ölbasis ins Spiel. Und dann haben wir so schöne Sachen drin, wie auch Rizinusöl ist mit drin, Lanolinöl tatsächlich auch in beiden. Ja, dann geht es weiter mit Kokosöl, das stimmt auch hier überein. Jojobaöl ist drin und Lavendelöl in beiden und auch ein bisschen Bienenwachs und natürlich auch so ein bisschen was, damit das Ganze länger haltbar bleibt. Also auch ein bisschen Chemie drin, das ist halt der wasserbasierte Anteil. Ist ja klar, die wasserbasierten Pomaden haben nur so ein bisschen chemischere oder synthetischere Zutaten, damit sie auch länger halten und konserviert bleiben. So, jetzt haben wir uns gefragt, ja, was ist denn hier der Main-Unterschied? Würde eigentlich auf der Hand liegen, dass, weil diese Pomade so gut wie keinen Duft hat, diese Suavecito Hybrid-Pomade jetzt ja bestimmt den typischen Suavecito-Duft hat, wie alle anderen Suavecito-Pomaden, außer der hier, inklusive der Oil Base zum Beispiel auch. Und jetzt macht man die Dose auf und riecht dran und ich bin ganz ehrlich, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich diesen wunderbaren Suavecito-Duft hier drin nicht finde. Das ist einfach ein komplett anderer, neuer Duft. Ich finde, die Pomade schaut komplett aus wie und duftet auch komplett nach Zitroneneis. Es ist wirklich so ein zitrischer Zitronenduft. Hier hat man fast gar keinen Duft. Es riecht so ein bisschen, ich würde sagen, die Inhaltsstoffe raus. Von dem hier ist jetzt hier wieder ein relativ großer Unterschied, nämlich dass man hier tatsächlich wenigstens einen Duft hat, wenn auch einen eher schwachen Duft hat. Also man riecht ihn kaum in der Dose. Ich werde es dann gleich beim Verreiben mal zeigen oder nochmal dran riechen, ob es ein bisschen stärker geworden ist. Und dann schauen wir mal, wie es in den Haaren ist. Aber ja, jetzt haben wir hier 3 Unterschiede. Die Dose, die Farbe und ein bisschen der Duft. Von der Performance müssen wir gleich mal schauen. Ist nämlich für mich heute eine Premiere. Ich habe die noch gar nicht probieren dürfen. Die haben wir nämlich erst seit gestern bei uns im Sortiment. Die ist erst gestern bei uns angekommen, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier dieses Video drehen. Dann schaue ich mal, wie die denn im Haar so ist. Wenn ich die aus der Dose rausnehme, gibt es wieder diesen typischen Caterpillar und es ist tatsächlich eine sehr kompakte Masse. Also ich habe richtig so einen Brocken in der Hand. Fühlt sich eher gelig an, also das wie so eine wasserbasierte Pomade auch ist. Und ich habe vorhin auch den Test gemacht. Die hier
ist deutlich cremiger in der Konsistenz. Die neue ist wirklich so, da hat man diese Gelklumpen in der Hand, sage ich mal. Aber überhaupt kein Problem, die auch zu verreiben. Von dem her ist der Breakdown auch ganz easy. Und was wir hier haben, ist eine normale, unorthodox wasserbasierte Pomade. Jetzt keine Mattpomade oder auch kein Clay. Also muss man damit rechnen, dass diese Pomade dem Haar schon auch Glanz gibt und man sieht, dass ein Produkt drin ist. Natürlich, je mehr ihr verwendet, desto mehr sieht man das auch. Ich nehme jetzt einfach mal 2 so gute Finger voll. 2 so Klumpen. Ist echt abgefahren, die Konsistenz. Also überhaupt nicht cremig. Natürlich beim Verreiben wird es dann schön geschmeidig, aber dieses Klumpige ist schon witzig. So. Gucken, dass ja auch schön alles verreibt, dass man auch nicht mehr sieht, dass da irgendwie weiße Striemen oder so drin sind. Und natürlich die Pomade möglichst überall hinkriegen. Und beim Verreiben kommt der Duft noch mal ein bisschen kräftiger raus und kriegt noch so eine leicht parfümige Note oder so eine leicht sportliche, moderne, frische Note. Es ist nicht mehr so pur fruchtig Zitrone, sondern so eine leicht maskulin frische Note noch mit dabei, aber auch hier wieder sehr dezent, sehr zurückhaltend. Also ich glaube, dass man nicht sehr lange was vom Duft hat, was natürlich Vorteil für Parfümträger zum Beispiel ist, dass da nichts im Wege steht. So, frittiere ich mir schnell die Hände und dann schauen wir mal. Ja, durchkämmen geht auch super easy. Es ist nicht so, dass ich irgendwie merken würde, dass irgendwas schon trocken wird oder so. Das ist auch das, was ich ja eben nicht erwarte. Schließlich haben wir hier auch Ölbasis mit drin. Das heißt, das ist der Vorteil von so einer unorthodox wasserbasierten Pomade, dass sie nicht festtrocknet im Haar, jedenfalls nicht ganz so sehr wie eine klassische Gelpomade. Das heißt, dem Haar so ein bisschen Pflege auch mitgibt, durch auch die enthaltenen Pflegeöle. Aber der Vorteil, den dann die Wasserbasis mit sich bringt, ist natürlich, dass sich das Ganze komplett einfach unter der Dusche wieder auswaschen lässt. Wenn ihr ölbasierte Pomaden kennt, wie zum Beispiel die Suavecito Oil Based, dann wisst ihr ja, dass man da auch nach dem Haarewaschen noch was von in den Haaren hat. Ist ja auch so gedacht. Aber deswegen ist ja das Schöne, dass es immer mehr diese unorthodox wasserbasierten Pomaden gibt, weil die so das Beste aus beiden Welten vereint. So, ich mache jetzt mal so eine bisschen lockere Frisur. Auch viel die Haare nach vorne. Ich mache sie gar nicht komplett nach hinten, sondern berücksichtige so ein bisschen meine Wuchsrichtung und die ist einfach so vom Scheitelpunkt hier hinten in die Richtung. Scheitel mache ich jetzt auch nicht so streng. Mache ich in letzter Zeit ganz gerne so ein bisschen eine lockere Frisur. So hier ein bisschen zur Seite und hinten muss ich immer ein bisschen gucken, dass das nicht zu sehr wegsteht. So, ich zeige euch mal, was der Glanz hergibt und da ist schon, wie ich erwartet habe, schon deutlich was da. Ich glaube, die Pomade setzt sich jetzt noch ein bisschen im Haar. Schauen wir mal, wie es dann nachher ist. Wir machen nämlich gleich einen kleinen Cut. Dann warte ich ein paar Stunden und dann schauen wir mal, wie es mit dem Glanz ausschaut. Und im Durchkämmen zeige ich euch gleich. Aber ich muss bis jetzt sagen, macht die auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Also macht genau das, was ich haben will. Legt die Haare schön. Gibt auch schon einen guten Halt. Ich merke, dass sie ein bisschen anfängt auch zu trocknen. Ich hoffe, dass es jetzt eben nicht so extrem wird wie bei den klassischen wasserbasierten Pomaden von Suavecito, weil wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir intern reden immer vom berühmten Suavecito-Helm, den man dann aufhat, weil die ja schon sehr fest werden und sehr stark austrocknen. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der ist und dann würde ich sagen, dass wir uns einfach in ein paar Stunden nochmal sehen. Also machen wir hier einen kleinen Cut. Bis gleich. 2 Stunden später. Gut, hier bin ich wieder und ich habe einmal noch ganz kurz nach dem Video oder nach der Aufnahme vorhin durchgekämmt und seitdem aber gar nicht mehr. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie das vom Durchkämmen ist. Ich nehme extra die enge Seite vom Kamm und gehe mir hier durch. Und ist, wie ich es von der UVB gewohnt bin. Also so wie es sein muss, geht easy durch. Viel, viel besser als bei einer klassischen Gelpomade, die jetzt richtig angetrocknet wäre, die richtig fest wäre und jetzt schuppen würde und überhaupt nicht ihren Look verlieren würde. Meine Haare würden wie ein Vogelnest ausschauen. Das kann man ein bisschen verhindern, indem man den Kamm nass macht. Aber bei der braucht man das gar nicht machen, bei der Pomade, weil die ist genau so, wie ich es von der UVB erwarte. Ist fast so gut durchkämmbar wie eine ölbasierte.
Nicht ganz so gut, so ein bisschen was merkt man schon, dass es ein bisschen trockener ist, aber echt sehr wenig nur. Also das geht echt super easy. Mit der gröberen Seite dann sowieso. Und wenn ich jetzt wieder sowas wie den Kamm hier nehme, so für ein bisschen mehr Textur, ganz, ganz einfach. Und es ist eben nicht so, dass dann die Pomade zerbrochen wird und dann alles danach wie ein Vogelnest eben ausschaut, sondern es lässt sich immer noch wunderbar slicken. Jetzt vom Glanz her verliert man auch nicht sehr viel. Das ist ja immer noch das Ding bei wasserbasierten, wenn die getrocknet ist, dass sie dann matter wird und man dann nochmal durchkämmt, dann ist der Glanz so gut wie gar nicht mehr da. Bei rein wasserbasierten, bei unorthodox wasserbasierten tun eben jetzt, wie bei der hier, tun eben noch die ganzen enthaltenen Öle und die Vaseline, die drin ist und das Bienenwachs tun so ein bisschen das verhindern, dass der Glanz weggeht. Bleibt also da, also ist eine grundsolide, unorthodox wasserbasierte Pomade. Eine Pomade, die super nachkennbar ist, flexibel bleibt, ein bisschen Haarpflege auf jeden Fall mit enthält und trotzdem aber ganz leicht auszuwaschen ist. Vom Halt her würde ich jetzt von der Einstufung her sagen, sind wir ziemlich im mittelfesten Bereich, vielleicht im oberen mittelfesten Bereich. Also wer Fan ist von der Suavecito Original zum Beispiel oder auch der Layrite Original, sollte auf jeden Fall gut mit der klarkommen. Auch von der Festigkeit ähnlich der O'Dowd's Standardpomade, um eine UVB zu nennen, oder auch ja, vielleicht ein klein bisschen weniger Halt als die Lockhart's UVB, aber wirklich nur sehr wenig. Also es ist eine sehr, sehr solide UVB im mittelfesten Bereich. Ja, jetzt frage ich mich persönlich allerdings, warum gibt es die, wenn sie gar nicht den typischen Suavecito-Duft hat, wo es doch die vorher gab? Ich weiß es nicht, vielleicht eine Theorie, die sein könnte, ist, dass Suavecito dieses Produkt langfristig vielleicht vom Markt nimmt und deswegen schon mal dieses Produkt als Ersatz rausgebracht hat, was sehr ähnlich ist und einfach die klassische Suavecito-Dose hat. Fans von der Pomade kann ich auf jeden Fall bedenkenlos empfehlen. Ihr könnt auch die hier kaufen, die bekommt fast das gleiche mit einem leicht anderen Duft, der aber jetzt auch bei mir im Haar überhaupt nicht mehr wahrnehmbar ist. Also da riecht man genauso wenig wie bei der hier. Für diejenigen, die Suavecito-Pomaden vielleicht zu Hause sammeln und stapeln, da passt vielleicht die jetzt auch besser dazu und besser rein ins Regal als die so ein bisschen aus dem Look rausfällt. Aber ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich und kaum Unterschiede, die ich rein von der Wirkung im Haar jetzt hier zwischen den beiden merken kann. Aber beides sehr, sehr coole, grundsolide UVBs im mittelfesten Bereich. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr Lust habt, ein klein bisschen mehr Dufterlebnis zu haben als zum Beispiel bei der hier, dann nehmt auf jeden Fall die neue Hybridpomade, ist auf jeden Fall super cool und ja, eine schöne UVB. Und ich hoffe, dass euch das jetzt ein bisschen was geholfen hat und dass ich euch ein bisschen was über das Produkt erzählen konnte. Würde mich freuen, wenn ihr bei einem der folgenden Videos bei uns wieder reinschaut und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo.